Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Steinbock und wir befinden uns jetzt noch mitten in der erdverbundenen Energie des Steinbocks. Man merkt aber auch schon ganz ein wenig die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Stier. Eine Karte für dich, für diese Dekade. Zu der aktuellen Dekade, wir haben über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Die Energien werden also entspannter. Es geht viel darum, Dinge zu Ende zu bringen, zu einer Vollständigkeit zu kommen. Ja, und bei dir scheint es auch sehr, sehr ruhig zu sein. Du hast hier den Eremiten. Du bist sehr auf dich fokussiert. Du gehst auch mehr in die Stille, in die Introspektive. Du wirst dich in dieser Dekade so ein bisschen mehr halt eben auf dich selber fokussieren, um halt auch Objektivität zu erlangen, Objektivität zu erreichen. Vielleicht denkst du auch über ein paar sehr wichtige Dinge nach und versuchst in dieser Angelegenheit deine eigenen Wertvorstellungen herauszufinden, eine reife Haltung einzunehmen. Es wird wichtig sein, in dieser Dekade auch dir selbst treu zu bleiben und herauszufinden, was du jetzt wirklich brauchst, was dir wichtig ist, um halt auch dauerhaft mehr Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Wenn du dich in einer Beziehung befindest, könnte es sein, dass du dich ein wenig zurückziehst aus der Beziehung, aber vor allem auch, um mehr Raum für dich zu haben und eine reife Haltung einzunehmen. Das wird der Beziehung auch dauerhaft gut tun. Wenn du dich nicht in einer Beziehung befindest, dann bist du im Moment sehr glücklich auch mit diesem Single-Status und brauchst im Moment auch irgendwie, also vermisst nichts in deinem Leben diesbezüglich. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, hier zeigt sich auch, dass du nach Ruhe, nach Stille suchst, dass du die Zurückgezogenheit suchst. Vielleicht solltest du diese introspektive Situation nutzen, um die Verbindung zur Natur auch zu stärken, um halt einen Spaziergang zu machen, nachzudenken und dir die Natur anschauen. Ich glaube, das könnte dich ganz gut erden in dieser Zeit. Ja, du strebst, die Harmonie, das Verbindende zu erkennen. Auch wenn man alleine wandelt in den jeweiligen Moment, ist man ja nie alleine. Man ist immer verbunden mit seinen Mitmenschen. Man ist immer eingebettet und nur wenn man körperlich alleine ist, heißt das nicht, dass man alleine ist, ne? Und diese Verbindung zu empfinden, auch wenn man mal Zeit für sich braucht, das wird dir gut tun, dich im Alleinsein trotzdem verbunden zu fühlen, das zu erkennen und die Harmonie zu spüren. Das kann dir sehr viel Kraft geben und Vertrauen und Halt. Und vor allem auch Tiefe bezüglich deiner Verbindungen. Ja, du wirst so auch Wesensanteile, Seelenanteile von dir wieder emporheben, zum Licht kommen lassen, die du schon lange aus dem Blick verloren hast. Wünsche und Bedürfnisse aus der Vergangenheit, Wesenseigenschaften von dir, die in der letzten Zeit nicht richtig, die du in der letzten Zeit nicht richtig erkennen konntest an dir und die jetzt aber wieder in dein Bewusstsein auf diese Art und Weise kommen, sodass du auch so eine Vollständigkeit deiner eigenen Person erfüllen könntest in dieser Dekade. Ja,
Eine sehr tiefsinnige Dekade wird das für dich, lieber Stier. Wir schauen einmal, mit welchen Herausforderungen du es zu tun hast. Ah ja, und hier kommt schon die Vollständigkeit. Das ist ja schön. Du hast nämlich ein stabiles soziales Netz. Du hast alles, was man braucht. Du hast auch finanzielle Stabilität, eine gewisse Fülle. Alles ist recht stabil um dich herum. Und auf diese Art und Weise, indem du dich zurückziehst und über dich selbst nachdenkst, dich selbst in Fokus behältst, auf diese Art und Weise kannst du in dieser Dekade dieser Stabilität in dein Leben auch Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenbringen, wenn du eben darauf achtest, wenn du das zu schätzen weißt. Da ist nämlich sehr, sehr viel, was du erreicht hast und was sich fest und stabil anfühlt. Eine solide Basis, auf der du dich frei entfalten kannst. Ja, und ich sehe hier dass es viel in dieser Dekade für dich um Selbstliebe und Selbstannahme geht, um Wertschätzung, Verbindung und Harmonie. Hier zeigt sich die Liebe, die zwei Kelche. Die Liebe zu dir selbst, die Selbstannahme, aber auch die Liebe zu deinen Mitmenschen. Ja, eben nur weil man sich zurückzieht und nur wenn man alleine ist, heißt es nicht, dass man einsam ist. Ne? Man ist immer verbunden zu seinen Mitmenschen und diese Verbindungen, denen du vertrauen kannst und die du wertschätzt, diese Verbindung geben dir die notwendige Stabilität. Ja, und auch diese Vervollständigung deiner Seelenanteile finde ich hier auch sehr, sehr wichtig, dass du dich selber annimmst, lernst selber anzunehmen und vollständig auch zu sehen, auch mit den Eigenschaften in dir, die du schon länger nicht mehr zeigen konntest, die du dir länger schon nicht angeschaut hast, dass da auch eine Möglichkeit zur Selbstakzeptanz besteht. In der Vergangenheit eine Königin der Kelche. Entweder ist diese Karte auf dich gerichtet oder diese Karte verweist auf eine Person in deiner Umgebung. Hier haben wir eine Wasserperson. Du bist ja kein Wasserzeichen, du bist ein Erdzeichen. Deswegen könnte es sehr gut sein, dass es hier um eine andere Person geht. Eine Person des Wassers. Fische, Krebs oder Skorpion. Muss aber nicht unbedingt. Diese Person kann auch ein anderes Sternzeichen haben. Diese Königin der Kelche liegt auf der Vergangenheit. Diese Person war jetzt in der Vergangenheit wichtig für dich, nimmt aber jetzt gerade an Wichtigkeit ab. Vielleicht musstest du auch selber diese Rolle übernehmen als Königin der Kelche in einem gewissen Zusammenhang und auch dann kannst du das jetzt ablegen, diese Rolle anzunehmen. Es wird jetzt weniger wichtig sein, diese Rolle zu erfüllen. Die Königin der Kelche ist eine gereifte Persönlichkeit, eine Person, die bereits viel Erfahrung hat und auf diese Erfahrung bauen kann. Eine Person, die sehr emotional ist, sehr von den Gefühlen bestimmt ist. Eine sehr fürsorgliche Person, die sehr empathisch ist und einen besonderen Bezug zu der Welt der Träume, der Spiritualität und der Emotionen hat. Eine romantische, fantasiebegabte Person, die auch sehr kreativ sein kann. Was hat die Königin der Kelche gedacht?
etwas zu viele Energien. Was ist da los? Ich merke eine gewisse Konfusion. Na gut. Okay. Hier zeigt sich eine Königin der Scheiben, die sehr wohl du selbst sein kannst, und eine Königin der Schwerter. Jetzt haben wir hier 3 Königinnen und die 9 Schwerter. Also irgendwie, ich muss sagen, das war eine schwierige Situation mit dieser Person. Vielleicht war diese Person auch krank. Oder irgendwie ging es dieser Person irgendwie nicht gut. Diese Person war auch voller Sehnsucht und hat sich ein bisschen gegrämt. Schwere Gedanken zeigen sich hier. Selbstvorwürfe, alte Konventionen, die nicht mehr gut funktionieren. Ja, da du ja, ich glaube, diese Karte könnte schon gut auf dich verweisen, da du ja kein Wasserzeichen bist, kann diese Wasserenergie, kann diese Fülle an Emotionen auch ganz schön manchmal auf die Psyche drücken, ne? Kann auch Depressivität, depressive Verstimmungen, Trübsal hervorrufen. Und ich sehe hier, dass du auch als diese Person viel gegrübelt hast über ein Thema aus der Vergangenheit. Nun ja, diese Situation ist ja auf jeden Fall jetzt hinter dir, ne? Das ist eben das Gute. Und es scheint mir so, als hättest du diese Situation gemeistert. Als könntest du das jetzt hinter dir lassen, denn du hast jetzt irgendwie über diese 10 Scheiben das vollständige Bild und hast hier vieles in die Harmonie, in die Balance bekommen. Wir schauen mal weiter. Hier zeigen sich die 7 Stäbe. Es ist eine sehr ernsthafte Dekade. Du weißt, was du möchtest. Du weißt auch, für wen du dich einsetzen möchtest in der Zukunft. Da gibt es keine Zweifel bei dir. Und auch, du weißt auch, wofür du deine Energien in Zukunft einsetzen möchtest. Und deswegen gehst du ja auch in diesen Rückzug, weil du bereits ganz genau weißt, dass du alles bereits hast, was du brauchst. Und jetzt liegt es viel an dir und deinen Entscheidungen. Und das ist dir einfach auch bewusst. Und du gehst mit sehr viel Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit an die Sache heran. Denn du planst auch etwas für die Zukunft. Es geht dir im Moment jetzt noch nicht so richtig darum, alles im Voraus zu wissen oder irgendwas konzeptionell zu erdenken, aber du hast Pläne für die Zukunft und du weißt, wofür du dich einsetzen möchtest, und daran hast du auch wenig Zweifel. Tatsächlich ist es auch etwas, was dich selber persönlich mit sehr viel Zufriedenheit ausstattet und dir auch dir eine gewisse Bodenhaftung gibt. Das gibt dir eine gewisse, einen gewissen Sinn im Leben auch, eine Gewissheit, wofür du das alles machst.
Und daraus kannst du im Moment sehr viel Stärke für dich generieren, die du vor allem dafür aufwendest, um deine innere Mitte zu finden, dein inneres Gleichgewicht, weil dir halt auch irgendwie klar ist, dass du das für die Zukunft brauchen wirst. Dass du hier jetzt erstmal eine Sicherheit, eine Stabilität für dich ganz persönlich schaffen musst, damit du alle deine Ziele in der Zukunft erreichen kannst. Und das ist genau das Richtige. Machst hier absolut genau das Richtige. Und dann kommen die 7 Kelche. Diese Situation ist also noch nicht so ganz gelöst. Kommt vor allem am Anfang der Dekade noch auf dich zu, diese Energie. Zwischen den 11. und 16. Januar vor allem. Ja, zunächst solltest du hier ein wenig aufpassen, dich nicht... das ist natürlich jetzt auch die Phase dafür, aber deswegen kann man diesen Ratschlag allgemein geben, aber dich hier nicht von einer Erkältung anstecken zu lassen, solltest du in dieser Zeit besonders aufpassen. Oder auch, ja, also es könnten halt gewisse Sehnsüchte und Mangelgefühle in dir aufkommen. Und vielleicht irgendwie, du suchst ja im Moment diese Stille. Ich habe irgendwie den Eindruck, andere Menschen können dich gerade sehr leicht aus der Bahn werfen. Irgendwie sehe ich da eine große Sensibilität diesbezüglich. Und das ist dir auch bewusst und du willst es auch gar nicht. Also halte dich so ein bisschen fern von Verpflichtungen, wenn du nicht so vom Herzen 100%ig dabei bist. Oder gesellschaftlichen Anlässen. Wenn du keine Lust hast, dann lass es einfach bleiben. Wenn du nicht mit vollen Herzen dahinter stehst, wenn du irgendwie am Zweifel das Gefühl hast, irgendwie... wenn du nicht genau weißt, warum du etwas machen möchtest, dann lass es lieber sein in dieser Zeit und suche diese Ruhe. Jedenfalls für diese erste Zeit. Irgendwie sehe ich hier irgendwie das Gefühl einfach, ja, dass man irgendwas vermisst und versucht mit diesem Gefühl des Mangels, neigt man einfach dazu, destruktive Verhaltensweisen aufzubauen. Und das solltest du auf jeden Fall, damit könntest du am Anfang der Dekade konfrontiert sein und das möchtest du auch selber irgendwie vermeiden. Schau mal, wie es weitergeht. Ja, denn du bist total stabil. Hier zeigt sich der Kaiser. Aufbauende Strukturen, viel Selbstwertgefühl, welches du aufbaust. Beginnst hier dir gerade dein eigenes Reich aufzubauen, deine eigenen Ordnungsstrukturen, in denen du die Kontrolle hast und vor allem ja eben einen stabilen Sicherheitsbereich. Und ja, sowas muss man sich erst aufbauen, ne? Das ist mit Herausforderungen und Konflikten behaftet. Aber ich denke, deine Einstellung ist schon hier sehr, sehr positiv. Und diese 7 der Kelche ist nur eine kleine Herausforderung, die du mit dieser Energie und dieser sehr gut meistern wirst. Ja, das ist sehr schön. Die Liebenden in deinem sozialen Umfeld. Also es gibt hier Menschen, das sind vielleicht nicht viele, aber es gibt hier Menschen, zu denen hast du eine sehr, sehr tiefe Verbindung und das wird in dieser Dekade besonders intensiv.
Ja, 3 Karten verweisen hier schon darauf, wie stark deine Verbindung zu einer oder mehreren Personen ist. Eine tiefe Harmonie. Auch sehe ich hier, dass du eine Entscheidung für einen gewissen Menschen treffen wirst in dieser Dekade. Und dass das auch dass diese Verbindung sich auch sehr vertiefen wird. Ja, das ist auch, ihr ergänzt euch auch sehr, sehr schön. Versöhnung sehe ich hier auch, falls es in der Vergangenheit ein Thema war, kann man hier zu einer sehr tiefen, intensiven Versöhnung kommen. Und einfach auch irgendwie dieses grundsätzliche Gefühl, dass man sich sehr verbunden mit den Menschen um sich herum fühlt. Und du musst für diese Verbindung überhaupt nichts tun. Vielleicht ist das das Problem mit den 7 der Kelche, dass du am Anfang der Dekade irgendwie das Gefühl hast, du müsstest aus Wertschätzung heraus irgendwas für diese Personen oder für diese Person irgendwie tun, um um diese Liebe zu beweisen oder der Liebe gerecht zu werden. Du müsstest irgendwas tun, um dieser Verbindung mehr Wertschätzung zu geben. Aber das musst du gar nicht. Zum Beispiel, dass man halt irgendwie sich viel mit der Person treffen muss oder irgendwelche gesellschaftlichen Anlässe auf irgendwelche Treffen mitmachen muss, auch wenn man nicht so hundertprozentig dahinter steht. In dieser Dekade wirst du dich eher zurückziehen und trotzdem wird die Verbindung zu deinen Mitmenschen sehr, sehr stark sein. Und auf diese Verbindung kannst du dich verlassen. Du musst nicht immer geben und geben, sondern an deinen eigenen Raum denken. An deine eigene Balance arbeiten. Das ist kein Widerspruch. Die Verbindung besteht und sie ist tief und sie ist echt und in dieser Verbindung kannst du vertrauen. Ja, hier zeigt sich ein Prinz der Scheiben. Auch diese Karte kann entweder auf eine andere Person verweisen oder diese Karte verweist auf dich. Das könnte sehr gut sein, weil der Prinz der Scheiben ist eine Erde-Person und du bist ja auch ein Erdzeichen. Und wenn diese Karte auf dich verweist, möchtest du hier Kontakt finden zu einer jüngeren Facette von dir. Ne, der Schatten, das, was ich hier am Anfang gemeint hatte. Eine Wesensart von dir, ein Seelenanteil von dir, der irgendwie aus deiner Kindheit oder Jugend stammt, mit diesem Seelenanteil möchtest du wieder Kontakt knüpfen. Das könnte sich zum Beispiel auch ausdrücken über über ein Hobby auch, ne? Oder ein Wunsch, den man schon lange nicht mehr formuliert hat, den man schon fast vergessen hat. Oder oder eben auch eine Art und Weise, mit der Welt umzugehen. Ein Interesse könnte es auch sein, ne? Ein Interesse, welchen du schon lange nicht mehr nachgehen konntest. Und du strebst jetzt aber danach, das wieder für dich neu zu entdecken. Das ist gerade wichtig für dich. Wenn diese Karte auf eine andere Person verweist, dann ist diese Person sehr, sehr ähnlich für dich. Vielleicht erinnert diese Person dich auch an dich selbst, als du jünger warst. Diese Person kann in manchen Fällen auch ein Sohn oder eine Tochter sein oder eine sehr viel jüngere Person. Auf jeden Fall, wenn das eine andere Person ist, dann ist diese Person dir sehr ähnlich. Könnte ein anderes Erdzeichen sein, Steinbock, Stier oder Jungfrau. Und du möchtest mehr
dieser Person näher sein. Du möchtest mehr von dieser Person wissen und diese Person näher kennenlernen. Unabhängig davon, wie euer Verhältnis ist, vielleicht ist das auch eine Person auf der Arbeit. Manchmal, der Prinz der Scheiben kann auch ein Auszubildender, ein Lehrling oder eine andere Mitarbeiterin oder ein anderer Mitarbeiter sein, ne? Eine Person, wo du dann denken könntest, so, ja, mit der Person möchte ich mehr zusammenarbeiten. Ja, also irgendwas, wenn dies eine andere Person ist, dann seid ihr vom Schicksal her schon verbunden. Diese Person struggelt auch ein bisschen hier noch mit den neuen Schwertern, mit alten Konventionen, mit alten Denkmustern. Aber diese Person findet auch Erfüllung und Zufriedenheit. Ja, oder eben du als diese Person. Ja, das ist sehr, sehr positiv. Dieser Prozess, in dem du dich befindest, ist sehr, sehr zielführend und wird dich zu einem Sieg führen. Ne? Diese Karte heißt Sieg und es ist, du wirst bis zum Ende der Dekade, ab dem 17. Januar bis zum 20. Januar merken, wie viel dieser Prozess gebracht hat. Du wirst deine Seelenanteile erfolgreich zurückbekommen und die in Harmonie bringen und das wird dich mit Stolz erfüllen. Das wird dir einen Sieg bringen. Du wirst das Gefühl haben, dass du diese Probleme, diese 9 Schwerter, diese 7 der Kelche, diese Probleme wirst du überwunden haben bis dahin und wirst hier wieder zum Strahlen kommen, ne? Zum Aufblühen. Da könnte auch in der Zeit eine Siegesfeier anstehen. Könnte durchaus sein. Aber auf jeden Fall solltest du diesen Zustand auf jeden Fall ein wenig genießen. Wirst du auch, kein Zweifel. Ja, du hast hier viele Sechser, was einfach so ein Zeichen ist, dass du hier zum Erfolg kommst. Ne? Dass es zu einer Art Ausschüttung kommen wird, zu Ergebnissen deiner harten Arbeit, Ausschüttung von dem, was du reingesteckt hast an Energien, ne? Dass das dann wieder zurückkommt. Und das wird sich sehr, sehr gut anfühlen. Ja, dieser sichere Zustand, von dem du kommst, der sich bei dir eingestellt hat, das ist ja dein Fundament. Und auf diesem Fundament gehst du weiter. Und du wirst dann zum Ende der Dekade merken, dass du mit deiner Vorgehensweise Erfolg haben wirst, dass du hier auf dem richtigen Weg bist. Du bist ja auch entschlossen, du hast auch keinen Zweifel. Und das wird sich auszahlen. Das wird sich einfach auszahlen. Und du, ne, also diese Wertschätzung deiner sozialen Verbindungen, die dir auch sehr viel Halt geben, das ist auch ein wichtiger Faktor für deine positive Entwicklung jetzt. Du kannst diesen Verbindungen vertrauen und sie geben dir den notwendigen Halt und du kannst es dir einfach ja gerade leisten, so gesehen, dir mehr Zeit für dich zu nehmen. Du brauchst diesen Raum. Du brauchst diesen Raum, um hier dir deine Seelenanteile zurückzuholen aus der Vergangenheit. Ne? Da ja, gibt es einen wichtigen Seelenanteil, der von dir zurückgeholt werden soll, der dir Erfolg bringen wird. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Mach den ersten Schritt. Das ist auch das Gefühl von den 7 der Stäben. Du bist ja auch dabei, eine neue Ordnung und eine neue Struktur in deinem Leben aufzubauen. Aus der Stille heraus.
mit dem Fokus auf dich selbst. Du hast hier irgendeinen Plan und mach den ersten Schritt zu diesem Plan hin und du wirst feststellen, es wird erfolgreich. Ja, das ist eine ganz schöne Legung, lieber Stier. Ich wünsche dir, dass du diese Energien gut für dich nutzen kannst und dass du hier möglichst viel aus diesen Energien herausholst. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne, entspannte, erfüllte Dekade. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.